Ein recht schöner guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Mein Name ist Judith Wipfler. Die eine oder der andere kennt meine Stimme vom Radio. Heute bin ich die Moderatorin dieses Abends und 2 weiterer Abende, die veranstaltet werden von der Schweizer Bibelgesellschaft, zusammen auch mit der Uni Bern. Und da sind wir ja auch heute Abend, auch wenn es schwül ist, auch wenn die Deutsche Bahn heute wieder schlecht fuhr. Unser Gast ist da. Der ist schon ein paar Tage in der Schweiz, hat sich nicht abbringen lassen, auch vom Bahnchaos und vom Flutchaos zu uns zu kommen. Ganz großartig, der Heino Falke. Mehr als Sternenstaub. Dieser Satz, der findet sich auch in seinen Büchern. Ich bin gespannt, wie er sich dazu dann auch noch äußert. Das ist das Motto von bereits 3 Veranstaltungen, die Sie alle online finden. Sie können sich die Vorträge anhören, anschauen, nachschauen, wie Sie möchten, auf der Homepage. Es wird auch dieser Abend gefilmt. Und wer nicht möchte, dass er mit dem Hinterkopf oder von der Seite gefilmt wird, der oder die sollte sich dann woanders hinsetzen, entweder nach hinten oder ganz an die Seite. Aber wir hoffen natürlich, dass wir die schönsten Hinterköpfe im Video haben werden mit Heino Falke im Vortrag. Ja, wir begrüßen den Astrophysiker Heino Falke, der Licht ins Dunkel gebracht hat. Ihm ist es da gelungen, als einem der ersten mit seinen Kolleginnen und Kollegen so nahe an ein schwarzes Loch heranzukommen, dass man davon Fotos machen konnte. Und er hat darüber geschrieben, hat diese Bilder publiziert. Wir haben draußen einen Büchertisch, da können Sie das auch anschauen. Heino Falke wird auch gern signieren, wenn Sie das möchten, wie dieser M87 denn aussah. Das ist unser Thema heute, Licht im Dunkeln. Heino Falke ist Professor in den Niederlanden, und zwar in Nimwegen an der Radboud-Universität. Und er ist öfters hier bei uns in der Schweiz, vornehmlich um Preise entgegenzunehmen. Einstein-Preis oder auch jetzt im letzten November den Balzan-Preis. Und das ist eine schweizerisch-italienische Stiftung, die diesen Preis für Forschung und Kultur vergibt. Und ich finde daran besonders, dass es nicht nur um naturwissenschaftliche Größtleistungen geht, wie die von Heino Falke, sondern diesem Preis geht es auch um Frieden, um Brüderlichkeit unter den Völkern. Und das finde ich eine ganz schöne Mischung für Heino Falke, denn er ist nicht nur Astrophysiker internationalen Ranges, sondern eben auch ein engagierter Christ. Er ist Prädikant in der Rheinischen Kirche, das ist die Landeskirche im Rheinland, und streut hier und da in den Sternenstaub auch mal ein Bibelverslein ein. Und da sind wir jetzt auch sehr drauf gespannt, auf diese Mischung. Und wir werden nachher rückfragen dürfen und weiter diskutieren dürfen. Aber jetzt würde ich sagen, bringen Sie doch Licht ins Dunkel. Ich lade Sie ein und wie wir schon gerade gehört haben, hin und wieder streue ich dann auch einen Bibelvers ein. Andere zitieren Goethe und Schiller und ich zitiere dann schon mal gern aus der Bibel. Und ich denke, wenn wir über die Astrophysik nachdenken, dann rührt die immer wieder nicht nur an wissenschaftliche, grundlegende Fragen, sondern auch an allgemeingültige menschliche Fragen, wo wir herkommen, was ist da draußen eigentlich? Und es ist auch einer der ältesten Wissenschaften, weil die Menschen von Anbeginn der Zeit nach oben geschaut haben. Und ich bin ziemlich sicher, wenn sie das getan haben und nachts an den Sternenhimmel geschaut haben, und der war damals noch viel schöner als heute, wo all die Lampen und Lichter uns den Blick eigentlich versperren, dann haben sich die gleichen Fragen gestellt, wie wir heute auch. Und auch die gleiche Faszination gespürt haben. Und für mich ist der Blick nach oben in den Himmel nicht immer nur ein wissenschaftlicher, sondern eben auch ein faszinierter Blick. Und die meisten Wissenschaftler, die an ihrer Wissenschaft forschen, ob es jetzt Mathematik ist oder Astrophysik oder Physik oder Biologie, die machen das
weil sie fasziniert sind von den Fragen, die da sind. Und auch die alten Psalmdichter haben in den Himmel geschaut. Wir lesen da aus alten Zeiten Psalmen: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Also der Himmel, auf den wir nach oben schauen, der erzählt etwas von einer größeren Geschichte. Und für den Gläubigen damals und auch heute ist auch der Blick auf die Natur und auf die Schöpfung erzählt auch etwas über den Schöpfer selber. Und heute ist eigentlich der Traum der Propheten ein Stück wahr geworden, weil wir Dinge sehen können, dank moderner Technik, dank moderner Teleskope, dank Raumfahrt, die keine Generation vor uns sehen konnte und sehen durfte. Wir sehen Bilder aus dem All, vom All, die vor 50 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Und das verändert eigentlich auch unseren Blick auf diese Welt und diesen Blick auf dieses All und Blick auf diese Schöpfung. Allein schon der Blick auf die blaue Erdkugel, die da einsam im All schwebt, sozusagen engelsgleich schauen wir darauf runter und sehen die Erde als ein großes Ganzes und nicht als etwas, was in kleine Volksstämme und Kantone und Länder aufgeteilt ist, die umeinander um Steuerneinnahmen ringen oder solche Dinge tun. Ich habe das nur gerade eben gehört, dass das scheinbar so ein Thema ist manchmal in der Schweiz. Dass der eine Kanton mehr Steuern verlangt als das andere. Und es verändert auch unseren Blick auf Raum und Zeit. Ich habe mit dem Hubble Space Teleskop gearbeitet und Bilder gemacht von fernen schwarzen Löchern. Und es ist ganz interessant, man muss ein Programm schreiben und alle 90 Minuten hat man so eine Unterbrechung. Warum? Weil dieses Teleskop in 90 Minuten um die Erde fliegt. Und alle 90 Minuten geht die Sonne auf und sie geht wieder unter. Wenn man im All ist, ist der Tag auf einmal nur noch 90 Minuten lang. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Vor sozusagen Gottes Augen, sagt hier der Psalmist, ist Zeit eben relativ. Und auch Albert Einstein hat das gesagt und die Gedanken dazu kamen ihm nicht fern von hier in Bern, in diesem kleinen Zimmer, was einer der kleinen Orte ist, wo Wissenschaftsgeschichte geschrieben worden ist hier in Bern, wo nämlich unser Verständnis von Raum und Zeit grundlegend verändert worden ist. Raum und Zeit sind relativ. Und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, sondern das ist wirklich so. Wenn Sie nämlich eine sehr genaue Schweizer Atomuhr haben und die geht hier unten auf der Erde perfekt, mit also so gut wie keiner Verzögerung, und Sie schicken die dann ins All, da wo die geostationären Satelliten sind oder etwas niedriger, da wo die GPS-Satelliten sind, dann gehen die auf einmal 38 Mikrosekunden pro Tag schneller. Die laufen falsch. Und das hat damit zu tun, dass die Zeit im All oben schneller geht als hier unten. Sie nehmen dieselbe Uhr und sie geht hier unten richtig, sie messen das, sie schicken sie hoch und auf einmal geht sie schneller. Und jeder von Ihnen benutzt das, denn wenn Sie Ihr GPS-System, also Ihr Navigationssystem im Auto oder im Handy benutzen, dann benutzt dieses System die Ankunftszeiten von Signalen dieser Atomuhren, die dort oben im All sind, und bestimmen damit ihre Position. Und wenn Sie diesen Effekt, dass die Zeit oben schneller läuft als hier unten, nicht korrigieren würden, dann wären Sie 10 Kilometer daneben, so ungefähr. Also schon ein sehr wichtiger Punkt, um überhaupt die Stadt zu treffen. Ja? Und geschweige denn den Veranstaltungsort, wo der ist. Und das ist eine Schlussfolgerung oder eine Konsequenz der Relativitätstheorie von Albert Einstein, die jeder, wie gesagt, von ihm mehr oder weniger täglich benutzt. Und Albert Einstein hatte sich die Frage gestellt, was ist eigentlich Raum und was ist Zeit? Und bis dahin hat man eigentlich angenommen, ja, der Raum, der ist absolut, der ist da, der ist fest und die Zeit ist immer dieselbe und sie läuft immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Aber hat eigentlich Raum und hat Zeit eine Existenz? Eine Existenz an sich? Haben Sie schon mal Raum angefasst eigentlich? Haben Sie schon mal Zeit geschmeckt?
Haben Sie Zeit angefasst? Haben Sie Zeit gesehen? Was Sie sehen, sind Uhren. Sie sehen das, was gemessen wird. Das ist Zeit. Aber die Essenz von Zeit selber versteht bis heute eigentlich kein Mensch, was Zeit wirklich ist und warum Zeit auch nur in eine Richtung läuft. Das ist eine der großen Fragen. Und was die Physiker pragmatisch sagen, Zeit und Raum ist das, was wir messen. Und wie messen wir? Was ist der fundamentale Maßstab, mit dem wir Raum und Zeit messen können? Heute messen wir Raum und Zeit mit den Eigenschaften von Licht. Die Sekunde ist definiert über die Schwingungen einer sozusagen Radiowelle, einer Lichtwelle, die von einem Atom ausgestrahlt wird. Und das Meter ist nicht mehr definiert über einen Maßstab in Paris, sondern über die Entfernung, die Licht zurücklegt in einer bestimmten Zeit, in einer 300 Millionensten Teil einer Sekunde. Also heute ist Raum und Zeit über Licht definiert. Warum? Man hat festgestellt, zuerst tatsächlich aus den Gleichungen, die Licht beschreiben, den Maxwell-Gleichungen, und dann auch aus Messungen, dass Licht sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt. Licht bewegt sich, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Egal wie schnell ich mich bewege, wie schnell ich mich relativ zum Licht bewege, egal wie groß die Anziehungskraft ist, die Geschwindigkeit von Licht ist immer die gleiche. Jeder Mensch, egal wie und in welche Richtung er sich bewegt, wird denselben Lichtstrahl immer mit Lichtgeschwindigkeit sich fortbewegen sehen. Dann sag mal, okay, was bedeutet das eigentlich? Das ist eine sehr verrückte Aussage, die bis heute nicht jedem schmeckt, aber wir messen es so. Wenn ich also einen Laserstrahl nach vorne schieße, dann sehe ich sozusagen, wie das Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegt. Wenn jetzt mein Dackel da hinterherläuft mit fast Lichtgeschwindigkeit, ich habe einen sehr schnellen Dackel, ich habe keinen Dackel, das ist jetzt nur ein Bild, aber der läuft dem Lichtstrahl hinterher und der kann fast mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, da würde man sagen, der holt den ja fast ein. Der ist fast so schnell wie das Licht. Aber der Dackel würde das Licht auch mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegen sehen. Genauso wie ich. Wir beiden würden die gleiche Geschwindigkeit messen. Und man würde ja denken, okay, der müsste ja eigentlich fast so schnell sein wie das Licht, also gar keinen Unterschied sehen. Nee. Oder ich müsste die doppelte Lichtgeschwindigkeit sehen, wenn er mit Lichtgeschwindigkeit läuft und was mit Lichtgeschwindigkeit wegbewegen sehen. Nein, wir beide messen die gleiche Geschwindigkeit. Wie kann das sein? Die Konsequenz dessen ist, das, was sich unterscheidet zwischen uns beiden, ist, dass sich die Länge auf einmal verändert und die Zeit verändert, die wir messen. Geschwindigkeit ist Länge geteilt durch Zeit, Kilometer pro Stunde. Das Verhältnis von Länge zu Zeit ist konstant. Aber die Länge und die Zeit, die ich messe, können unterschiedlich groß sein. Und da kam der Gedanke auf, dass eben Zeit und Raum relativ sind. Und dann hat Einstein noch einen zweiten Gedankensprung gemacht, und wir könnten jetzt ja noch ein paar Stunden drüber reden, über die allgemeine Relativitätstheorie. Aber im Prinzip ist der Gedanke, dass ja Anziehungskraft, wenn ich die Augen zumache, sich so anfühlt wie Beschleunigung. Wenn ich an meinem Aufzug sitze oder stehe, dann weiß ich nicht, ob ich im Weltraum bin und der Aufzug beschleunigt oder er steht auf dem Boden und ich spüre Anziehungskraft. Es ist kein Unterschied zwischen Beschleunigung und Anziehungskraft zu spüren, wenn ich meine Augen schließe. Ja, wenn ich im Auto losfahre, fühle ich einen Druck. Und wenn ich im All eine Rakete anschalten würde, wo ich erstmal schwerelos bin und ich lasse die Rakete beschleunigen, dann spüre ich auf einmal, als ob da eine Anziehungskraft wäre. Ich werde auf den Boden gedrückt. Und also gibt es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Anziehungskraft, Schwerkraft und Beschleunigung. Und letztlich auch von Bewegung und so weiter. Dann die Frage, kann eben dann Schwerkraft auch Raum und Zeit verändern? Und die Antwort in den Gleichungen der Relativitätstheorie war ja. Und Einstein hat dann den Raum oder die Schwerkraft beschrieben, nicht als eine Kraft, wie wir es bis dahin immer gedacht hatten, sondern als eine Eigenschaft von Raum und Zeit. Materie
sorgt dafür, dass der Raum gekrümmt wird. Und das ist erstmal eine rein mathematische Definition. Und es war damals auch die Mathematik gerade entwickelt, um gekrümmte Räume überhaupt zu beschreiben. Und er brauchte auch seine Frau dafür, um diese Rechnung zu tun, weil er war nicht gut genug in Mathematik, sagte er selber. Und später auch noch andere bekannte Mathematiker, die ihm halfen. Und konnte dann die Schwerkraft beschreiben durch eine Krümmung des Raumes. Wenn die Erde hier ist, durch ihre Schwerkraft krümmt sie den Raum um uns. Und auch sie krümmen den Raum um sich ein kleines Stückchen. Wir können uns das schwer vorstellen, deswegen immer dieses Bild eines zweidimensionalen Raumes, das einem Bettlaken entspricht, so einem wie so ein Gummibettlaken, das also auch dehnbar ist, einem dehnbaren Bettlaken, nicht? Wenn man das so aufspannt und jemand setzt sich in die Mitte und wir halten von allen Seiten fest, dann macht derjenige eine tiefe Kuhle. Und genauso macht die Erde oder jede Materie eine tiefe Kuhle in dem dreidimensionalen Raum. Und wenn wir uns den zweidimensional vorstellen, dann können wir uns das ein bisschen vorstellen. Und wenn ich jetzt dieses Laken da spanne und da ist nichts drin und ich rolle eine Kugel, dann läuft die geradeaus. Wenn da aber in der Mitte jemand sitzt und ich rolle die Kugel, dann gibt es diese Eindellung und diese Kugel läuft sozusagen in einem Bogen. Und genauso, sagt er, würden Planeten um die Sonne kreisen, weil sie sozusagen der Krümmung des Raumes folgen. Ja, wie Billardkugeln, die um einen Trichter herumlaufen. Und Licht müsste das Gleiche tun. Licht würde auch der Gekrümmung des Raumes folgen und abgebogen werden. Und tatsächlich, nur wenige Jahre nach seiner Publikation fanden Astronomen genau diesen Effekt. Die sahen nämlich, dass Sterne, die am Himmel standen, als die Sonne in ihre Nähe kam, auf einmal ihre Position änderten. Die waren an einer anderen Stelle, weil das Licht abgebogen wurde und deswegen sah es aus, als ob sie an einer anderen Stelle standen. Das war der große Durchbruch der allgemeinen Relativitätstheorie. Und er hatte auch noch eine andere Sache gut vorhergesagt. Jetzt gibt es noch einen zweiten Effekt. Was hat das mit der Zeit zu tun? Wenn das Licht mit sozusagen einer bestimmten Geschwindigkeit durch den gekrümmten Raum läuft, dann wird das Licht sozusagen auch auseinandergezogen. Und wenn das Licht, eines Ticken des Lichtes, der Lichtwellen, wenn das eine Uhr ist, dann wird das Ticken sozusagen auch auseinandergezogen. Die Ausdehnung des Raumes dehnt auch die Zeit, zumindest relativ zu dem, der das von außen sieht. Und das ist das Verrückte der Relativitätstheorie. Wenn ich sozusagen im Raum selber bin und mal auf meine Uhr gucke, läuft meine Uhr genau normal. Wenn ich aber von außen drauf gucke, auf die Uhr da unten, dann scheint die auf einmal langsamer zu laufen, weil das Licht sozusagen oder das Ticken auseinandergezogen worden ist. Und man denkt, das ist verrückt, aber genau das, wie ich gesagt habe, misst das GPS-System täglich. Und als das in den 70er Jahren gebaut wurde, haben die Ingenieure so die Anekdote, und ich glaube, es stimmt auch, gehört, dass es diesen Effekt geben sollte, haben das mit eingebaut, aber nicht eingeschaltet, weil sie gedacht haben, die Physiker, die spinnen so ein bisschen, aber wir müssen es halt einbauen, das wollten die so, haben es hochgeschickt und es funktionierte nicht. Dann hat man diese Korrekturen eingeschaltet und siehe da, das GPS-System funktioniert bis heute wunderbar. Das war also sozusagen die Veränderung von Raum und Zeit. Zeit verändert sich und dann kam die nächste Revolution durch Karl Schwarzschild, der im Ersten Weltkrieg zum einen die Bewegung von Kanonenkugeln berechnen sollte, aber zwischendurch auch Zeit hatte, die Bewegung von Licht in der Relativitätstheorie zu berechnen. Und er war der Erste, ein Holländer war fast zeitgleich auch da, der berechnete, was passiert, wenn ich alle Materie in einem Punkt komprimiere. Also nicht die Erde ausgedehnt, das war viel zu kompliziert. Er hat gesagt, nee, machen wir uns einfach, wir tun mal so, die Erde wäre, alle Masse wäre in einem Punkt konzentriert. Und das war natürlich für jeden klar, das war ein mathematischer Trick. Sowas gibt's nicht wirklich. Das war Einstein und Schwarzschild völlig klar. Kann es nicht geben. Aber es führte mathematisch zu ganz interessanten Ergebnissen, nämlich das Licht, das durch den Raum flog, hörte auf einmal auf. In diesem Punkt war das Licht sozusagen vernichtet, es stoppte, was sonst durch den freien Raum fliegen würde. Das Licht wurde auch so weit auseinandergezogen, dass die Zeit stillzustehen schien an einem bestimmten Punkt, wenn man es von außen angeschaut hat. Und diesen Punkt nennen wir heute den Ereignishorizont. Und das bedeutete, das Licht
an diesem Punkt nur noch hinein, aber nicht mehr herauskommen konnte aus diesem Objekt. Die Anziehungskraft, wenn man es anders formuliert, war so groß, dass Licht nicht mehr entkommen konnte. Oder das Licht wurde so weit auseinandergezogen beim Herausgehen, dass es sozusagen nicht mehr existierte. Ein anderes Bild, das man sich vorstellen kann, ist der eines Wasserfalls. Der Raum ist dann wie ein Wasserfall, der sozusagen über die Klippe strömt. Und wenn ich vorher gegen die Strömung noch des Flusses schwimmen kann und mich sozusagen von der Klippe wegbewegen kann, sobald ich über die Klippe gespült bin, kann ich den Wasserfall nicht mehr hochschwimmen, weil die Geschwindigkeit des Lichts endlich ist und sozusagen der Raum schneller sozusagen zu dem Punkt in der Mitte strömt, als das Licht fliegen kann. Und das bedeutet, dass um diesen Punkt herum eine virtuelle Membran ist, wo alles nur noch rein, aber nicht mehr rauskommen kann. Und vor allem auch keine Information, weil Licht die maximale Geschwindigkeit ist, mit der Informationen sich bewegen und weitergegeben werden kann. Und da scheint sich alles dran zu halten. Auch Kräfte können maximal mit Lichtgeschwindigkeit durchgegeben werden. Das heißt, wenn etwas über diese Klippe hinweg geflogen ist, kann keine Information, kann keine Kraft mehr nach draußen wirken. Und dann hätte ich in diesem Universum einen Raum, der existiert, der physikalisch berechenbar ist, in dem ich aber keine Messungen mehr machen kann. Und das ist das Entscheidende für Naturwissenschaft und Physik, dass ich Messungen machen kann, um meine Theorien zu bestätigen. Aber innerhalb dieses Objektes könnte ich keine Messungen mehr machen. Es wäre sozusagen das Ende der Wissenschaft. Einstein fand das alles fantastisch, aber letztlich empfand man das auch als Beleidigung der Physik, ne? So eine Grenze zu haben wie den Ereignishorizont. Und deswegen war Einstein überzeugt davon, dass es solche Objekte im All nicht geben kann. Die können nicht entstehen. Und dann kam Robert Oppenheimer in den 30er Jahren, der Vater der Atombombe. Einer seiner ersten aufsehenserregenden Arbeiten war zu zeigen, dass solche Objekte doch entstehen könnten, nämlich wenn so ein Stern kollabiert. Dann könnte die Materie so klein komprimiert werden, dass die Schwerkraft so groß wird, dass Licht nicht mehr entkommen könnte. Passiert das? Und wir haben im letzten Jahrhundert gelernt, dass das passieren kann und dass das regelmäßig sogar passiert. Und wir haben gelernt, dass das Universum eine dynamische Umgebung ist, die sich entwickelt. Das Universum entwickelt sich. Einstein hatte das Bild eines statischen Universums, das immer war und nie enden würde. Aber wir haben gelernt, dass das Universum einen Anfang hatte und ein Ende haben wird und dass Sterne geboren werden und auch wieder vergehen. Und was wir hier sehen, ist eine Staubwolke. Ein bisschen weniger Licht wäre natürlich gut gewesen, fällt mir jetzt im Nachhinein ein. Wenn es also irgendwie die Chance gibt, noch so ein bisschen hier vorne abzudunkeln, dann sieht man hier diese riesen Staubwolke, 100 Lichtjahre im Durchmesser. Wenn Sie also an einer Stelle Ihren Laserpointer anmachen würden, dann würde das Licht 100 Jahre unterwegs sein, bis es an der anderen Stelle ankommt. Und es ist so leichter Staub, sehr viel Wasserstoff ist da drin, noch Kohlenstoff und andere Dinge, so Rauch, wie eigentlich früher gab es Leute, die haben geraucht, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, der eine oder die Älteren unter Ihnen wissen das noch. So ein Rauch muss man sich da vorstellen, das ist doch jetzt viel schöner, oder? Also das All hat einfach wunderschöne Bilder, die wir sehen können. Und wir können durchrechnen, was passiert unter dem Einfluss der Schwerkraft. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass jetzt diese Wolke sich langsam zusammenzieht. Und zwar über einen Zeitraum hier von 10 Millionen Jahren, den wir durchrechnen können, sehen wir, wie dieser Staub sich langsam zusammenzieht und aus diesem Meer aus Staub und Wasserstoff auf einmal neue Welten entstehen. Jeder dieser kleinen Flecken, den wir sehen, ist ein neuer Stern, der geboren wird. Und die Schwerkraft zieht alles zusammen. Es wird dichter und heißer durch den Druck, durch die Schwerkraft, die den Druck erhöht. Und irgendwann fängt der Stern an zu glühen. Am Ende entsteht Kernfusion. Wasserstoff wird umgesetzt in Helium. Und ein neuer Stern ist geboren. Und hier eine ganze Gruppe, ein ganzer Haufen von Hunderten, Tausender junger Sterne werden so innerhalb von wenigen Millionen Jahren geboren. Und dann kann so ein Stern leben. Ein Stern lebt 10 Millionen Jahre, wenn er sehr, sehr hell und sehr groß ist. Und andere leben 10 Milliarden Jahre, so wie unsere Sonne. Das ist die Lebensdauer unserer Sonne.
Und andere Sterne könnten 100 Milliarden Jahre leben, wenn sie sehr, sehr klein sind. Und, aber irgendwann ist dann der Wasserstoffvorrat aufgebraucht. Die Reserven, die Ressourcen sind aufgebraucht. Und dann sterben Sterne auch. Und was wir hier sehen, ist ein sogenannter planetarer Nebel. Das ist ein Stern in dieser Endphase. Und das Besondere ist, dass Sterne das, was sie produziert haben im Laufe ihres Lebens, nicht für sich selber behalten, sondern zurückgeben. Gott sei Dank, kann man nur sagen. Denn in diesen Sternen sind neue Elemente entstanden. Eben Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff sind durch Kernfusion entstanden, bis hin zu Eisen teilweise wird in Sternen, in stellaren Gutöfen erzeugt. Und dann am Ende stoßen sie ihre Hülle wieder ab, angereichert mit neuen Elementen eben des Kohlenstoffs und des Stickstoffs und so weiter. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Elemente, aus denen sie bestehen, der Staub, aus dem sie gemacht sind, tatsächlich vorher in einem solchen Stern, wahrscheinlich nicht nur in einem so einem Stern gewesen ist. Und wenn wir mal hineinzoomen jetzt hier in diese wunderschönen Strukturen hier und sehen wir diese kleinen Kaulquappen, dann sind die doppelt so breit wie unser ganzes Sonnensystem und vielleicht 10 bis 100 Mal dieses Schwänzchen so lang wie unser Sonnensystem. Und das ist der neue Staub, aus dem wieder neue Sterne werden. Und das entspricht eigentlich dem Zyklus des Lebens, den wir hier auf der Erde kennen, den wir in der Beerdigung, wenn ich eine Beerdigung mache, zitiere ich auch diesen Vers: Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Wir sind aus diesem Staub entstanden und werden auch wieder zu diesem Staub zurückkehren. Also eine sehr tiefsinnige Aussage eigentlich. Und wenn der Stern sehr, sehr groß ist, dann geht er tatsächlich mit einem Knall. Ich wollte Sie nur ein bisschen aufwecken, falls Sie schon eingeschlafen sind. Was dann passiert, dass unter dem hohen Druck dieser Explosionswolke der zentrale Kern zusammengepresst wird und dann kann der Druck so hoch werden und die Schwerkraft so hoch werden, dass der zentrale Kern in sich zusammenstürzt unter seiner eigenen Schwerkraft. Und da gibt es keine Kraft mehr, die größer ist, um diesen Kollaps aufzuhalten, wenn der Stern groß genug ist, 20, 30 Mal größer als unsere Sonne. Und dann gibt es diese Wolke, diese Schockwolke, die nach draußen fliegt. Wir sehen hier ein Bild, eine Aufnahme, die sich mit 30.000 Kilometern pro Sekunde sozusagen ausdehnt. Und wir sehen, wie sich diese Wolken ausdehnen, wie sich diese Schalen ausdehnen. Wir sehen auch jeden Tag, wie irgendwo im All so ein Stern explodiert. Irgendwo im All gibt es einen neuen Lichtblitz, wo ein Stern explodiert ist. Ich habe einen vor 20 Jahren, da war ich bei einer großen christlichen Konferenz tatsächlich. Mit schlechtem Internet haben wir so eine Explosion entdeckt und wir sahen auch, wie diese Wolke da sich bildete und jetzt müssen wir ganz schnell zu Teleskopen und sehen, wie sich diese Ausdehnung da entwickelt und haben es auch sehen können über Jahre hinweg, wie diese Wolke oder wie diese Schockwolke immer größer wurde. Und in dieser Explosion entstehen auch weitere Elemente wie Uranium oder teilweise das Gold und so weiter entstehen in diesen Explosionen. Und im Zentrum aber beginnt dieser Kern zu kollabieren und wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und je kleiner und kompakter er wird, desto größer wird diese Schwerkraft. Und sie hört einfach nicht auf. Hört einfach nicht auf. Der Kollaps geht durch, bis alle Materie in einem Punkt komprimiert ist. Das ist ein nie enden werdender Kollaps. Und diese Explosionen produzieren wunderschöne Bilder. Wir sehen hier eine Supernova-Explosion und hier mal reingezoomt. Also diese wunderschönen Filamente, die da produziert werden durch diese Explosionen, produzieren eigentlich wunderschöne Bilder. Und dann schauen wir hier auf die Andromeda-Galaxie, das ist unsere Nachbargalaxie. Die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Wir haben selber Objekte in dieser Entfernung gemessen mit sehr einfachen geometrischen Methoden. Konnten wir zeigen, dass dies tatsächlich die Entfernung ist. Das Licht ist also 2,5 Millionen Jahre unterwegs zu uns gewesen, was wir hier sehen. Wir gucken also immer in die Vergangenheit zurück in der Astronomie, egal wo Sie hinschauen. Wenn Sie auf den großen Wagen schauen, sind es 80 Jahre. Wenn Sie ins Zentrum der Milchstraße schauen, dann sind es 27.000 Jahre. Wenn Sie Andromeda anschauen, was Sie mit bloßem Augen sehen können, unter sehr guten Bedingungen, sind es eben 2,5 Millionen Jahre in die Vergangenheit, die Sie schauen.
dann sehen Sie hier hunderte, 200 bis 400 Milliarden Sterne, die um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Und in dieser Scheibe sind ungefähr 100 Millionen kleiner schwarze Löcher entstanden durch diese Sternenexplosionen. Es dauert 200 Millionen Jahre, wie sich die Scheibe einmal um sich selber dreht. Und so sieht unsere Milchstraße auch aus. Wir können sie halt nur nicht von außen sehen, weil wir drin sind. Ja, also in unserer Milchstraße, wenn das unsere Milchstraße wäre, wäre Bern ungefähr an dieser Stelle. Und dann sehen wir immer nur diese Scheibe. Ja? Aber wir sehen tatsächlich, wie wir rotieren. Wir können, zeige ich heute nicht, aber wir sehen tatsächlich, wie wir uns jede Woche ein Stück weiter bewegen, relativ zum Zentrum der Milchstraße. Und aufsummiert sind das eben 200 Millionen Jahre, die wir brauchen, um einmal drum zu rotieren. Wenn wir das eben von der Seite anschauen und sehen wir eben unsere eigene Milchstraße, das ist eine Aufnahme der Milchstraße jetzt, natürlich mit einer besseren Kamera. Wir sehen hier diese Staubwolken und wir sehen diese Scheibe von der Seite und zoomen dann mal hinein in das Zentrum, in das Herz unserer eigenen Milchstraße mit besonderen Teleskopen, hier in dem Fall im Nahinfrarotbereich, wo wir durch den Staub hindurchschauen können. Dann sehen wir auf einmal eine Vielzahl von Sternen auftaucht, die das Zentrum bevölkern. Und da, wo wir hier einen Stern haben, sind da Millionen Sterne. Wir können uns also den Sternenhimmel gar nicht vorstellen, wenn die Erde im Zentrum der Milchstraße wäre, wäre der Sternenhimmel voll, er würde glühen. Und das Spannende ist, was mein Kollege Reinhard Genzel da gefunden hat, und dafür hat er auch den Nobelpreis bekommen vor 3 Jahren oder so. Wir sehen hier, wie sich in diesem Film sich dieser eine Stern in einer Ellipsenbahn bewegt hat. In 16 Jahren hat er sich einmal sozusagen um diese Ellipse bewegt. Und bewegt sich mit 8000 Kilometern pro Sekunde um die Kurve im inneren Bereich. Und wenn man dann sich fragt, okay, wie kann sich etwas mit 8000 Kilometern um die Kurve bewegen? Also wenn Sie mir vorstellen, wenn Sie jetzt hinterher zum Rock'n'Roll gehen und Sie schleudern Ihre Partnerin so mit 8000 Kilometern pro Sekunde rum, was Sie ja schon mal wahrscheinlich machen so, dann brauchen Sie sehr starke Kräfte. Ja, 8000 Kilometer pro Sekunde, das ist also eine irre Zentrifugalkraft. Wie viel Kraft brauche ich, um das festzuhalten? Und welche Kraft kann es sein? Es kann nur die Schwerkraft sein, die das tut in dem Fall. Und dann kann ich ausrechnen, wie groß muss die Masse sein, um so viel Schwerkraft zu produzieren. Dann ist das 4 Millionen Mal die Masse unserer Sonne, die da ist. 4 Millionen Mal die Masse der Sonne muss da in diesem Punkt konzentriert sein, wo wir eigentlich also kaum einen Stern sehen. Ein ganz schwaches Flimmern sieht man da im optischen Bereich. Im Radiobereich sieht man etwas mehr, aber es sind sicherlich keine 4 Millionen Sterne, die da sind. Und deswegen war die Vermutung, da ist das zentrale schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und als ich das hier ist eine Radioaufnahme des Zentrums der Milchstraße, und wenn man da hinein, das ist jetzt Radiostrahlung, Radio ist auch Licht, dann sieht man, dass da an dieser Stelle eine Radioquelle ist, ein Radioobjekt, was sehr viel Radiostrahlung auf kleinstem Raum erzeugt. Und auch das sehen wir in anderen Galaxien an den Stellen, wo wir schwarze Löcher vermuten. Und in den 90er Jahren, als diese Messungen gemacht worden sind, stellte ich mir die Frage, können wir vielleicht irgendwann dieses schwarze Loch denn sehen, wenn es das gibt? Denn bisher war alle Hinweise nur indirekt. Können wir wirklich das sehen, was da ist? Denn das ist ja das, was sozusagen Wissenschaft ausmacht und was uns eigentlich oft ausmacht. Wir wollen sehen. Es hat ein bisschen gedauert und dann wurde mir klar, ja, das geht. Wie kann ich das Dunkle sichtbar machen? Wie kann ich ein schwarzes Loch sehen? So, das sehen Sie hier, das schwarze Loch an der Stelle. Schwarze Loch auf schwarzem Hintergrund ist schlecht zu sehen. Okay. Jetzt habe ich da so eine Kugel eingebaut, aber das ist nur das schwarze Loch. Ich kann es sehen, indem ich sozusagen Licht drauf scheinen lasse. Ich kann es indirekt sehen, indem ich Licht drauf strahle. Denn das Licht wird abgebogen und es wird verschluckt durch das schwarze Loch und dann fehlt Licht. Das schwarze Loch wird einen Schatten werfen. Und das sind so verschiedene Lichtbahnen hier, die man berechnen kann. Dann sieht man, wie Licht sozusagen richtig abgebogen wird. Es gibt sogar einen Abstand, wo Licht im Kreis herumfliegen kann. Licht macht sozusagen eine komplette Kreisbahn. Wenn ich dann an dieser Stelle über dem schwarzen Loch hängen würde, dann gäbe es 2 Effekte. A, meine Zeit würde langsamer laufen, wenn ich also meine Raketen wirklich da losfeuere, damit ich dann ja nicht reinfalle.
Und dann geht meine Zeit langsamer, relativ zum Rest des Universums. Das Rest des Universums würde sich in schnellen Vorlauf bewegen. Ich würde alles wie verrückt sozusagen sich bewegen sehen, während meine Zeit sehr langsam wäre, relativ zu dem, was draußen passiert. Und zum anderen, wenn ich nach vorne gucken würde, würde ich sozusagen, würde das Licht einmal um das schwarze Loch rumfliegen und ich würde meinen Hinterkopf sehen. Und das ist das Verrückte an schwarzen Löchern. Und wenn man das dann mal ausrechnet in Simulationen, die wir gemacht haben mit Supercomputern, was passiert eigentlich in der Nähe von schwarzen Löchern, dann sehen wir hier, Gas, das hineinfällt, wird beschleunigt, wird immer schneller, fast mit Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und fängt an zu strahlen, und zwar sehr, sehr effizient. Wenn ich 10 Eimer Wasser in ein schwarzes Loch kippen würde, dann würde es so schnell so viel kinetische Energie kriegen und es würde so viel strahlen, dass ich die ganze Schweiz für ein Jahr mit Energie versorgen könnte. Und also schwarze Löcher erzeugen ihr Licht selber. Ich brauche gar keins draufscheinen zu lassen. Die strahlen selber. Und was wir dann sehen, erwarten, ist sozusagen eine extrem helle Scheibe oder auch ein Plasmajet, der rausgeschossen kommt. Und in der Mitte einen dunklen Fleck, da wo das Licht verschwunden wird. Und wir haben das den Schatten des schwarzen Lochs genannt. Wenn man dann so ein bisschen den richtigen Filter verwendet, die richtigen Farben, weil verschiedene Radiofarben werden an verschiedenen Stellen erzeugt, dann würde man bei der richtigen Frequenz dieses Bild erwarten. Ein Ring von Licht, da wie Licht sozusagen sich im Kreis herum bewegt. In dem Fall ist es Radiolicht, was wir hier berechnen, und den dunklen Schatten. Und die Größe dieses Rings hängt genau davon ab, wie schwer das schwarze Loch ist. Das hat man gemessen, wie groß die Masse ist, dann kann man vorhersagen, wie groß dieser Ring sein muss. Und das war die Vorhersage und wir haben gesagt, das kann man sehen, wenn man ein Teleskop baut, das so groß ist wie die Erde. Also immerhin, es ist möglich, denn dieses Objekt oder dieser Schatten des schwarzen Lochs ist so groß wie ein Senfkorn in New York von Bern aus gesehen. Das ist die Auflösung, die man haben muss. Und deswegen braucht man bei den Wellenlängen ein Teleskop so groß wie die Erde. Jetzt würde man sagen, das ist ja fürchterlich, wer soll denn das bezahlen mit diesen, und ich will doch keinen so ein Teleskop über mir haben die ganze Zeit. Genau, da haben wir auch dran gedacht, denn es gibt eine Technik, und die Idee stammt nicht von mir, die gab es schon sozusagen vorher, und die war, Teleskope auf der ganzen Welt zusammenzuschalten. Das Licht wird bei jedem Teleskop gespeichert, tatsächlich auf Festplatte, digitalisiert mit einer Atomuhr, auch wieder Schweizer Atomuhren tatsächlich, die gibt's. Und dann kann ich hinterher das Licht aus den verschiedenen Teleskopen wieder so zusammenfügen, als würden sie in einem riesengroßen Spiegel reflektiert und im Brennpunkt gebündelt werden. Also ich kann sozusagen ein Riesenteleskop ersetzen durch viele kleine Teleskope, die gekoppelt werden, und dann gucken die unter leicht verschiedener Perspektive auf dieselbe Quelle, und ich kann letztlich im Computer das Bild generieren, das ein Riesenteleskop erzeugt hätte, weil ich eine digitale Kopie der Radiowellen habe. Und dieses Experiment mussten wir dann bei den höchsten Frequenzen machen, die wo das bis dato gemacht worden ist. Dafür brauchten wir neue Teleskope, neue Technik. Wir hatten das große Glück, dass meine Gruppe und meine Kollegen einen großen Antrag eingereicht haben bei der Europäischen Union, dem European Research Council, und haben da 14 Millionen Euro gekriegt, um ein so waghalsiges Experiment zu machen. Das wäre in anderen Bereichen nicht durchgegangen. In Holland hätte ich das Geld nicht bekommen, aber der ERC hat in uns geglaubt. Das war auch eine Chance von 2%, diesen Antrag durchzukriegen. 98% der Anträge sind abgelehnt worden in dieser Zeit. Und zusammen mit amerikanischen, asiatischen und europäischen Forschern konnten wir dann dieses Experiment durchführen, wo wir 8 Teleskope auf 6 verschiedenen Bergen ausgerüstet hatten, und wir sind an die verschiedenen Teleskope gegangen. Ich war hier in Spanien, da gab es das beste Essen, das war also auch das andalusisches Essen, wunderbar, wurde gekocht da oben. Hier musste man, Arizona war ich auch vorher, aber da musste man seine Tiefkühlpizza mitbringen, das war dann weniger schön. Habe ich meine Studenten hingeschickt. Nein, die waren da auch gerne, die wollten da auch hin. Und dann lässt man die Erde rotieren, und die Teleskope werden sozusagen virtuell zusammengeschaltet und gucken unter den verschiedenen Verbindungen, erzeugen verschiedene Bildinformationen, und man kann die dann hinterher zusammenfügen. Und das ist der entscheidende Trick, und der hat tatsächlich funktioniert. Man brauchte nicht nur die Technik, die funktioniert, man brauchte auch super Wetter, und zwar auf der ganzen Welt. Und das ist immer so ein Problem.
Aber wir hatten tatsächlich fantastisches Wetter in den ersten Tagen. Wir haben also angefangen zu messen und es ging los. Erster Tag beobachten, nächster Tag beobachten, dritter Tag beobachten. Das war mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Das hier ist das Team in Chile vor der Beobachtung. Das ist das Team nach der Beobachtung. Aber es hat uns am Ende trotz dieser Bilder alle Spaß gemacht, muss man sagen. Dann mussten die Daten zurückkommen. Eines der Teleskope war am Südpol. Und die Flugzeuge fliegen nur tagsüber und dann die Beobachtungen gingen aber nur nachts. Man musste also 6 Monate warten, bis das nächste Flugzeug wieder flog. Und dann kamen die Daten an und wurden ausgewertet. Und dann haben wir uns das erst offline beziehungsweise in verschiedenen Gruppen analysiert. Und dann 2018 im November sind wir als Kollaboration zusammengekommen in Nimwegen, um die Ergebnisse zu diskutieren, auch so kritisch zu hinterfragen, denn eines der großen Probleme ist in der Wissenschaft, wenn genau das rauskommt, was man sich wünscht, muss man super kritisch sein, ja, weil das ist die gefährlichste Situation in der Wissenschaft. Wenn genau das rauskommt, was man erwartet hat, dann kann man sehr schnell auch in die Falle laufen. Was wir deshalb gemacht haben, wir haben verschiedene Gruppen gebildet, die unabhängig voneinander die Daten analysiert haben und dann durften auch nicht miteinander reden. Und hinterher wurden die Ergebnisse dann sozusagen präsentiert untereinander und wir haben sie miteinander verglichen und siehe da, alle 4 Gruppen haben im Großen und Ganzen das Gleiche rausbekommen, mit kleinen Detailunterschieden. Dann haben wir nochmal von vorne angefangen, haben die Daten nochmal durch den Computer gejagt und auch mit Simulationen verglichen, sodass wir irgendwann glaubten, was wir da präsentieren konnten. Und am 10. April 2019 hatte ich dann das große Vorrecht, um das erste Bild eines schwarzen Lochs in Brüssel im Hauptquartier, im Pressesaal der Europäischen Kommission zu präsentieren. Es gab parallele Pressekonferenzen in Washington und in Brüssel, aber auch in Tokio und in Santiago de Chile und in Taiwan. Und genau um 15:07 Uhr durfte dieses Bild gezeigt werden. Das war sehr genau abgesprochen. Und ich habe dann diesen Film gezeigt, einen Zoom zeigt ins schwarze Loch in einer Galaxie, nicht in unserer eigenen, einer anderen Galaxie, M87, der Name fiel eben schon mal, in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung. Wir gucken also auch hier wieder 55 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Wir schalten die verschiedenen Bilder verschiedener Teleskope hintereinander. Wir sehen hier eine große Blase, die strahlt, die 100.000 Lichtjahre groß ist. Dann sehen wir einen Plasmastrahl, der aus dem Zentrum kam. Der war vorher bekannt und wir folgen dem und kommen dem immer näher, bis wir endlich zu der Auflösung kamen mit unserem Teleskop und sahen dann dieses Bild, was heute ikonisch ist, den Ring des Lichts und den Schatten des schwarzen Lochs. Zum ersten Mal sah man wirklich in das Dunkel eines schwarzen Lochs, da wo das Licht verschwindet. Und man kann jetzt sagen, da oben in dieser Galaxie, da ist dieser Ereignishorizont, da ist diese fundamentale Grenze, sie ist echt, sie ist nicht nur eine Fantasie. Und das Bild hat tatsächlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben und war auch ein großer Publikumsrenner. Es war in allen Tageszeitungen eigentlich zu sehen, überall auf der Welt. Es waren 4,5 Milliarden Menschen, haben das gesehen. Auf dem Fußballplatz, wo mein Sohn spielte, hatte jeder es irgendwie mitbekommen. Das war also der Test. Internet war also voll mit schwarzen Löchern in allen möglichen Varianten, Katzen und schwarze Löcher und Trump. Und es gab Spiegel, das ist einer der großen Magazine in Deutschland, hat ein Interview mit mir gemacht. Und da kamen die großen Fragen des Lebens auf, darüber. Und der Journalist, mit dem der das Interview gemacht hat, mit dem habe ich dann hinterher auch das Buch zusammengeschrieben in einer Co-Produktion. Und wo ich auch besonders stolz drauf ist, oder wir als Kollaboration besonders stolz drauf sind, dass tatsächlich dieses Bild aufgenommen wurde in die Fotosammlung des MoMA in New York und des Rijksmuseum in Amsterdam. Das ist also auch ein bisschen gewisserweise Kunst geworden. Und das überspringe ich mal hier. Und dann ein paar Jahre später ist es uns dann gelungen, auch das Bild ins Zentrum unserer Milchstraße hinein zu zoomen. Weil ein schwarzes Loch ist schön, 2 sind besser. Wissenschaft muss sich auch bestätigen, nicht nur an einer Stelle, sondern an der anderen Stelle. Und jetzt war es zum ersten Mal möglich, mit dieser großen Auflösung, diesen Lichtpunkt, der mich ja am Anfang auch inspiriert hatte zu dem Gedanken, den aufzulösen
Und wir nähern uns auch hier endlich wir gehen höher in den Frequenzen und sahen dann dieses Bild. Das sieht ein bisschen fleckig aus, aber ist eigentlich ein Ring wieder mit dem Schatten, der mehr oder weniger genauso aussah. Und die Größe passte innerhalb der Messungenauigkeit 10% genau zu dem, was vorher gesagt wurde. Das ist das Entscheidende. Die Masse war so genau gemessen, dass wir innerhalb von 10% sagen konnten, wie groß dieser Ring sein musste. Und er war genauso groß. Und das war eigentlich letztlich so der ultimative Beweis, würde ich sagen, dass das wirklich ein schwarzes Loch war, so wie in der Theorie, nicht wie von Einstein vorhergesagt. Eben nicht so wie von Einstein vorhergesagt, aber so wie seine Theorie es letztlich vorhersagt. Kurz noch über die Zukunft, was passiert noch? Das hier ist ein Bild aus Namibia, dem Sternenhimmel in Namibia. Wenn Sie da sind, auf der Südhalbkugel, es gibt einen wunderschönen Sternenhimmel, weil das Zentrum der Milchstraße ist direkt über einem. Und es ist wirklich klare, kristallklare Luft. Es sind wenig Menschen, wenig Luftverschmutzung. Also einer der schönsten Sternenhimmel, die man erleben kann, ist eigentlich da, entweder in Chile oder in Namibia. Und wir haben dieses weltweite Teleskop, aber es ist nicht weltweit, weil es gibt kein einziges Teleskop in Afrika. Und deswegen sind wir gerade damit beschäftigt, mit einem neuen Projekt jetzt ein zusätzliches Teleskop zu bauen, und zwar auf diesem Berg hier, den Gamsberg, so heißt er, tatsächlich 2350 Meter hoch, ein Tafelberg, und um da dieses Netzwerk zu erweitern, um dann später Filme machen zu können von schwarzen Löchern, um zu sehen, wie sich etwas um das schwarze Loch herum bewegt. Also so ein 15-Meter-Teleskop soll dann auf diesen Berg kommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Straße. Die soll dann hier gebaut werden noch. Also vielleicht kann der eine oder andere Schweizer Ingenieur da mal helfen, da auf den Berg zu kommen. Wir brauchen auch noch eine Anschubfinanzierung. Wenn jemand noch ein bisschen Kleingeld hat, sagt mir Bescheid. Wir haben das Ganze gekoppelt mit einem Programm. Wir arbeiten zusammen mit der Uni und wollen eigentlich auch den Rest des Landes mit daran teilhaben lassen und auch junge Schüler inspirieren durch Astrophysik. Und wir haben ein mobiles Planetariumsprojekt, was man hier sieht, was an Schulen geht. Und zwar wird es von Studenten der Universität in Namibia betreut, die sehr enthusiastisch dabei sind, in Schulen zu gehen. Ich habe es einmal miterleben können hier. Da wurde ich in verschiedenste Klassen hineingesogen und musste stundenlang Fragen beantworten. Das war wirklich sehr weit weg von der Hauptstadt. Es war auch sehr heiß. Das war das Team so am Nachmittag. Die waren um 4 Uhr morgens aufgestanden und waren um 4 Uhr nachmittags ziemlich erschöpft. Aber voll Energie. Und wer will, kann die auch Black Hole Hunters auf Instagram folgen. Hier, das ist die Sigrid, die so ein bisschen über den Sternenhimmel erzählt. Und auch das wird über Spenden finanziert. Und demnächst auch zum Teil über das Balsan-Geld. Immer dieses Wow, was da ist. Ich glaube, das ist universell. Egal, wo Kinder sind. Es ist immer die gleiche Reaktion. Und ist dann Asteroideneinschlag, der auch Krater produziert. Also es ist schon ein tolles Programm. Und zum Schluss, ich bin am Ende meiner Zeit schon, glaube ich, fast drüber, ne? Ist das richtig? Dann lasse ich den Urknall weg und schließe eigentlich mit diesem Bild, was Bild des James Webb Teleskops ist, was eigentlich nochmal so das große Bild uns gibt. Das ist das Bild, was Joe Biden vor, ich glaube, 2 Jahren oder so der Weltöffentlichkeit präsentiert hat. Das ist ein Ausschnitt des Sternenhimmels, wo man durch eigentlich einen Raum sieht, der so groß ist wie ein Nadelöhr, das man gegen den Himmel hält. Und man guckt da eben sehr lange drauf. Mit dem Vorgänger hat man noch 2 Wochen gucken müssen, um sowas zu sehen. Mit diesem Teleskop geht das nur in wenigen Stunden, um sowas zu sehen. Und dieses Nadelöhr wimmelt von Galaxien. Jeder dieser Lichtflecken ist eine eigene Galaxie, ist eine eigene Milchstraße mit Hunderten von Milliarden Sternen, die in jeder Milchstraße sind, und wieder Tausenden von Milliarden Planeten. Und wir haben wieder Hunderte von Milliarden, mindestens Hunderten von Milliarden Galaxien im ganzen All. Sodass man tatsächlich sagen kann, dass es fast so viele Sterne am
Himmel gibt wie Sandkörner an den Meeren an unseren Meeren. Also nicht an den Schweizer Meeren, sondern an allen. Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Jeremia, der alte Prophet, der in den Himmel geguckt hat und natürlich die Sandkörner kannte und die Unzählbarkeit, aber den Himmel schaute und die paar Sterne sah, aber doch das Gefühl hatte, dass sich dahinter eine unvorstellbare Größe, Tiefe und Weite ergibt, die unser eigenes Verstehen übersteigt. Und ich habe das Gefühl, dass auch ohne große Teleskope die alten Propheten da das intuitiv schon verstanden hatten, was es bedeutet, in den Himmel zu schauen und wie groß und mächtig und schön das Ganze auch ist. Und dann geht die Sonne wieder auf und der Himmel verschwindet und wir schauen auf unseren nächsten Stern, die Sonne, die nur 8 Lichtminuten entfernt ist, also direkt vor der Haustüre, 150 Millionen Kilometer. Und auch da sitzt dann der Psalmbeter und Dichter und fragt sich eigentlich, ja, was sagt mir der Himmel? Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und ich glaube, die Frage stellt sich heute ja noch mal intensiver, wenn wir in das All hineinschauen. Wir haben eine Technologie entwickelt, die uns erlaubt, eigentlich die ganze Erde zu beherrschen. Wir sind Könige und allmächtige Herrscher dieser Erde geworden. Wir können sie zerstören mit Atomwaffen. Wir können sie wir können die Atmosphäre, wir können unser Klima sehr groß durcheinander bringen. Und dann schauen wir hinaus ins All und stellen fest, dass wir angesichts dieser Größe des Alls eigentlich nicht sind. Wir sind ein Staubkorn eben auf einem Staubkorn. Und wer bin ich eigentlich noch? Und ich glaube, das gleiche Gefühl hier sitzt auch in dem, der da diesen Text geschrieben hat. Das Gefühl zu wissen, angesichts der Sterne des Himmels bin ich eigentlich nur ein Staubkorn in dieser Wüste. Und doch verzweifelt er nicht, weil er weiß sich, und so geht der Psalm natürlich weiter, er weiß sich geliebt. Er weiß, dass er etwas Besonderes hat. Er kann glauben, er kann lieben, er kann hoffen. Wir können Geschichten erzählen, wir können singen, wir können nachdenken, wir können miteinander reden, wir können uns fragen, was ist das eigentlich? Und all das können Sterne nicht. Wir sind ganz besondere Staubkörner, die das tun können. Und ich denke auch geliebte Staubkörner in diesem All. Und damit möchte ich abschließen. Danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Am liebsten würde ich den Vortrag nochmal hören und die schönen Bilder nochmal sehen. Das A und O war nicht nur bei den Kindern in Namibia. Groß hatte ich das Gefühl, sondern auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, Heino Falke, Sie sind nicht nur ein exzellenter Wissenschaftler, der den Balzan-Preis bekommen hat, von dem es heißt, wer diesen Preis bekommt, bekommt vielleicht auch noch den Nobelpreis, Klammer zu. Ja, das sind dann andere Propheten, die dafür zuständig sind. Und ja, Max Planck und internationale Vernetzung bei Ihnen natürlich, wir haben es gesehen, überall. Und trotzdem schaffen Sie das in so guter Sprache, auch totalen Laien so nahe zu bringen. Ich finde, das ist eine große Kompetenz und vielleicht hat das ja auch was mit Ihrem Engagement in der Kirchgemeinde zu tun, als Vater zu tun. Das ist eine Gabe, nennt man das, ja, so zu elementarisieren. Ich bin natürlich durch eine harte Schule gegangen. Ich habe Jugendarbeit gemacht. Ich habe Kindergottesdienst gemacht als junger Mensch. Und wenn man dann irgendwas erzählt, was langweilig ist oder keiner versteht, dann reißen einem die Kids den Kopf ab eigentlich. Also und ich habe selber als Kind auch im Gottesdienst gesessen mit meinem Großvater. Ich habe gesagt, ich verstehe da nichts. Was erzählt der mir da? Und deswegen war es mir immer so ein Herzensanliegen. Eigentlich, ich versuche Dinge verständlich zu machen. Und ich brauche es auch für mich selber, weil ich auch nicht so der Schlauste bin. Deswegen muss ich mir die Dinge auch mal leicht runterbrechen, um sie dann besser zu verstehen. Das ist also, ich glaube, einige meiner Studenten sind echt schlauer, aber sie können es dann manchmal nicht so einfach erklären. Ich muss dann mal echt dumme Fragen stellen. Und das ist dann auch ganz hilfreiche Zusammenarbeit. Ich bin immer der die dummen Fragen stellt und ja, dann entsteht da manchmal was Neues. Ja,
Fragen stellen ist eigentlich mein Job, aber wir wollen natürlich auch die Fragen von den Menschen hier reinholen. Wir machen eine ganz kurze Verständnisfragenrunde. Vielleicht hat jemand so ein Detail oder er soll nochmal die Formel sagen oder irgend sowas, dass wir kurz das abholen, wenn da jetzt bei jemandem eine Frage auf den Nägeln brennt, die kurz zu klären, bevor wir ins Gespräch gehen und dann ohnehin nochmal am Schluss gemeinsam ins Plenum kommen. Gibt es so eine Frage, die Herr Falke in 20 Sekunden beantworten kann? Können Sie sie stellen? Nein, ich sage sie dann laut. Ja, ich frage mich, wie man auf diese Zahlen kommt. 200 Millionen Jahre. Ja, also zum Beispiel Bewegungen der Erde. Wir sehen. Ich wiederhole die Frage. Ja, genau. Die Dame fragt, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, wie man auf diese fantastischen Zahlen kommt mit den 200 Millionen und so und so viel Milliarden. Wie machen Sie das? Es ist fast eine eigene Vorlesung, aber die 200 Millionen Jahre war zum Beispiel die Zeit, die es braucht, dass die Erde einmal um das Zentrum der Milchstraße sich dreht. Und was wir machen können, wir können mit derselben Technik, mit der wir diese scharfen Bilder machen, können wir sehr genau die Position dieses schwarzen Lochs messen. Und wir sehen, wie dieses schwarze Loch am Himmel sich sozusagen in einer Richtung bewegt. Und das entspricht genau der auch schon erwarteten Drehrichtung der Milchstraße. Und es ist nicht so, dass das schwarze Loch sich bewegt, sondern wir bewegen uns. Wir messen damit relativ direkt. Wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen können wir das messen und über viele Jahre können wir sehr genau, präzise messen, wie schnell wir uns sozusagen relativ zu diesem schwarzen Loch bewegen. Und das sehen wir auch in anderen Milchstraßen, zum Beispiel hier in der Nähe von dieser Andromeda-Milchstraße. Da sehen wir auch, dass sich das tatsächlich dreht. Ja? Und wir können auch die Geschwindigkeit messen, mit der es sich dreht. Das, über den Doppler-Effekt, das erkläre ich jetzt nicht. Und aus der Kombination dieser beiden Messungen können wir sagen, wie groß der Abstand zum Beispiel ist. Und das ist eine sehr direkte Messung. Das ist jetzt, also da ist jetzt keine Interpretation drin. Und dann gibt es nochmal andere Methoden, wo man weiß, okay, wie hell ist ein Stern? Wenn er dann weiter weg ist, ist er schwächer und so. Dann gibt es also sekundäre Methoden nach diesen primären Methoden, um dann Entfernungen zu messen. Hierzu nochmal kurz. Also das schwarze Loch dreht sich quasi um ihre eigene Achse. Das auch? Nicht? Nee. Also tatsächlich dreht sich das schwarze Loch wahrscheinlich auch selber um sich. Das ist den habe ich gar nicht erwähnt, diesen Effekt. Wir haben diese Milchstraße, und dann ist das schwarze Loch im Zentrum. Das ist sozusagen der Mittelpunkt. Wahrscheinlich wackelt das auch so ein bisschen darum, aber es ist ziemlich in der Mitte. Und die ganze Milchstraße dreht sich drumherum. Wie so eine Schallplatte sich eigentlich um das Zentrum sitzt. Wenn ich auf der Schallplatte sitze, und nach vorne gucke und ich bewege mich dann würde ich also sehen, wie sie sich relativ zu mir bewegen. Wie eine Schallplatte, das ist wieder ein prima Bild. Genau. Wir kennen das ja noch, wie so eine Schallplatte. Oder so ein Karussell, genau. Prima. Letzte kurze Verständnisfrage, sagen Sie es, ich kann es noch mal laut sagen. Lichtkreis, den Sie berechnet und fotografiert haben, ist das der Ereignishorizont? Also die Frage war, der Lichtkreis, den wir auch hier sehen, auch hier nochmal sehen auf dem Cover, ob sich da jetzt der Ereignishorizont, wie ihn Einstein damals formulierte, verbirgt. Nein, tatsächlich nicht. Der Lichtkreis selber ist dieser Photon-Orbit oder Photon-Ring und ist eigentlich eine Photonschale oder Lichtschale. Es ist sozusagen außerhalb des schwarzen Lochs, gibt es eine Schale sozusagen von Licht, wo Licht in allen möglichen Richtungen um das schwarze Loch herumkreist. Und wenn wir das von der Seite sehen, sehen wir diesen Ring. Aber das Dunkle, weil wir sehen sozusagen das schwarze Loch vor dieser Lichtwolke oder diesem Lichtschale, das Dunkle ist dann der Effekt des Ereignishorizonts. Der erscheint aber auch wieder größer, weil das schwarze Loch verbiegt ja die Raumzeit und die Lichtstrahlen werden sozusagen abgelenkt und dadurch vergrößert sich das schwarze Loch quasi selber. Und das war ein Effekt, den ich beim ersten einfachen Nachdenken auch nicht bedacht hatte. Ich hatte das also in den 90er Jahren, 93 hatte ich die Idee, vielleicht könnten wir das sehen. Und dann habe ich das ausgerechnet und das war einfach zu klein. Dann hätte die Erde 2,5 Mal größer sein müssen. Und das ist ein bisschen schwierig. Und dann, das war einfach nur dumm. Also, und dann ein paar Jahre später fiel mir dann auf, beim Lesen eines Artikels, ach nee, das schwarze Loch vergrößert sich ja. Dieser Schatten ist viel größer, als was ich ausgerechnet hatte. Und dann
war es genau die Größe der Erde, die ausgereicht hätte, um das Bild zu machen. Und das war so der Eureka-Moment, oder ich habe es Amazing Grace-Moment genannt. Wow, es geht doch. Es geht doch. Ja, dann würde ich jetzt Andreas Losch auch noch vorbitten. Wir wollten uns nämlich noch ein bisschen zu dritt unterhalten und wie das nun zusammengeht mit Naturwissenschaft, mit Kultur, mit Religion, wo man da vielleicht auch mal Konflikte hat, vielleicht mal aneckt, wenn man das so zusammenbringt. Es ist so wunderschön hier dargestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen vielleicht ja auch mal Irritation gibt bei der Wissenschaftscommunity, wenn Sie dann mit sowas kommen, oder wird das sogar gerne angenommen? Nö, gibt eigentlich keine Irritation. Also zumindest habe ich es noch nicht gemerkt bisher. Vielleicht traut sich auch keiner inzwischen mehr. Aber ich meine, ich mache solche Vorträge eigentlich schon seit ich Doktorand bin. Also da hatte ich noch nicht so schöne Ergebnisse, da waren auch nicht so viele Leute, die kamen. Aber ich habe eigentlich seit ich angefangen habe, Astronomie zu studieren, fast wöchentlich, würde ich sagen, so einen Vortrag, oder ja, vielleicht alle 2 Wochen so einen Vortrag gehalten. Und meine Wissenschaftskollegen, ich bin da auch nicht scheu. Ich stehe da auch zu dem, was ich tue, und auch zu meinem Glauben, und habe da bisher noch keine öffentlichen, zumindest Probleme gehabt. Und umgekehrt, das möchte ich jetzt auch unseren anderen Gast noch fragen, umgekehrt vielleicht schon in der sehr, sehr frommen Community, wenn Sie dann mit dem Sternenstaub kommen, gibt es da vielleicht Sachen, wo Sie mal anecken? Also ich habe in vielen Gemeinden, auch freikirchlichen Gemeinden, auch in sehr frommen Gemeinden Vorträge gehalten. Und also in Deutschland ist das eigentlich kein so ein großes Thema. In Amerika vielleicht schon an manchen Stellen etwas mehr. Also ich kenne Gemeinden, ich habe von Gemeinden gehört, die Leute rausgeschmissen haben, die gesagt haben, dass das Universum älter ist als 6000 Jahre. Ich versuche das zu beschreiben, was ich erlebe, weil ich meine, ich lebe ja in diesem All sozusagen mit Gedanken, mit Teleskopen, ich messe etwas und ich sehe ein All, was riesengroß ist, was nicht 6000 Lichtjahre ist, sondern es ist es sind Milliarden Lichtjahre groß. Ich sehe diese Größe, und für mich spricht diese Größe auch von der Größe des Schöpfers. Und wenn ich jetzt von einem Universum reden müsste, was nur 6000 Jahre alt wäre, mit meinen astronomischen Dimensionen, wäre das eigentlich ein kleines Universum, ein kleiner Schöpfer. Und deswegen, ja, denke ich, kann ich da ins Gespräch gehen. Und am Ende ist es die Schöpfung selber, die über sich erzählt. Ja, es ist ja nicht, dass ich das hineininterpretiere oder sowas. Die Schöpfung erzählt, wie sie ist. Und ich kann da nicht dran rum manipulieren oder sowas. Schön. Gehen wir vorne hin? Ach so, wir stehen jetzt hier. Deswegen steht dieser Tisch hier. Sehr schön. Nahtlos in das Gespräch zu dritt auch noch. Ich habe übrigens, das finde ich immer nie so schön, Plastikflaschen mit Wasser. Ich finde eigentlich, man kann immer Leitungswasser trinken. Ja, ich habe mein Fläschchen auch mit Leitungswasser. Aber bedienen Sie sich doch bitte. Sie haben jetzt schon so viel gesprochen. Nee, ist so gut. Ich halte das noch aus. Also ich bin da sehr, sehr fundamentalistisch, wenn ich in ein Restaurant gehe, da frage ich immer nach Leitungswasser. Also Hahnwasser heißt das hier. Haneburger. Haneburger, ja genau. Genau. Also manchmal muss ich dann schon sehr lange dursten, und dann erbarmt sich dann doch die Kellnerin oder so und gibt mir dann was. Ja. Ich sage schnell, wer hier neben uns sich eingefunden hat von der Bibelgesellschaft, das ist Andreas Losch, auch hier mit der Universität Bern eng verbunden, auch mit der Universität Zürich. Und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Dialog zwischen Naturwissenschaften, Theologie und Kultur. Und aktuell hat er hier ein Projekt an der Uni Bern, ich muss es aber ganz genau sagen, und zwar geht es da um die Ethik der planetaren Nachhaltigkeit. Und da gibt es sogar, es ist schon eingeladen worden, Andreas Losch, zur UNO, weil die das ja auch beschäftigt, wie wir das Weltall, also wie wir Menschen uns da verhalten können, dass das mit der Nachhaltigkeit dort auch klappt. Das ist auch ein Thema, was Sie bewegt natürlich, weil wie soll man denn so schöne Bilder machen, wenn da lauter Müll davor ist, stelle ich mir vor. Wird schwierig.
Und darüber können wir auch noch sprechen, weil ich finde es schon auch noch wichtig, die Schönheit alleine ist es ja nicht. Es geht ja auch um die Dankeschön. Es geht ja auch es geht immer auch um uns Menschen. Also einmal jetzt rein, was ist der Mensch? Das ist hier schon so ein bisschen beantwortet worden, aber auch, was tun wir Menschen jetzt? Also wir sehen das jetzt. Und was tun wir Menschen jetzt? Und vielleicht können wir darüber zunächst kurz ins Gespräch kommen, was gemeint ist mit Nachhaltigkeit im All und wie wir da eine Ethik hinbekommen. Ja, ich bin halt auf dieses Thema schon vor 7 Jahren gekommen, als ich hier an dem Zentrum für Weltraumforschung angestellt war, noch als Theologe. Das war sehr spannend. Die Katrin Altweg war die Direktorin damals und die hat das initiiert, dass also ein Theologe auch bei den Weltraumforschern arbeitet. Und das Thema dieses Projektes war erstmal Leben jenseits unseres Planeten, Fragezeichen, also Leben im All. Das war sehr spannend und auch sehr reich. Aber ich hatte doch das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen exotisch, weil noch haben wir ja kein Leben außer unseres hier auf der Erde gefunden. Und dann hatte ich überlegt, was mache ich als Anschlussprojekt? Ich muss ja irgendwie weitermachen an der Uni. Und da habe ich gedacht, so ein bisschen mehr Erdverbundenheit wäre ja gut, aber den Weltraum sollte es auch beinhalten. Dann habe ich gedacht, vielleicht so etwas wie planetare Nachhaltigkeit wäre vielleicht spannend. Und also war Nachhaltigkeit, die UN hatten gerade 2015 diese 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Und dann habe ich überlegt halt, was kann das, vielleicht sollte man den Weltraum da auch einbeziehen. Vielleicht gibt es da auch Themen der Nachhaltigkeit. Und das war gerade bei der UNO gerade ein kommendes Thema. Deswegen hatte ich also die große Ehre, bei der Weltraumkonferenz der Vereinten Nationen, die sind nur alle 15 Jahre oder so, teilnehmen zu dürfen. Und die Themen sammeln sich. Je mehr Menschen wir da machen, umso mehr ist da los. Also wir schicken Satelliten hoch, inzwischen halt auch diese Megakonstellationen, tausende Satelliten pro Jahr. Die Frage ist, wie lange das gut geht. Wir haben vor, Weltraumbergbau zu machen, auf den Mond zurückzukehren, dort uns anzusiedeln in kleinem Maßstab, aber vielleicht ja auch ein Teleskop dort zu bauen, das wäre vielleicht nochmal spannend. Da arbeiten wir tatsächlich dran. Wir haben ein Projekt an unserer Uni, um ein Radioteleskop auf den Mond zu bringen. Ja. Wow. Ja. Und die Frage halt, wie es auch unserem Nachthimmel geht. Wir haben hier in der Nähe den Naturpark Gantrisch, das ist auch ein sehr dunkler Ort übrigens, der als ein geschützter Ort für den Nachthimmel gilt sozusagen. Ja, all diese Fragen wollte ich halt in diesem Projekt zumindest mal andenken. Es war ein kleines Projekt, lief 1 Jahr, wurde um ein halbes Jahr verlängert. Aber ja, jetzt, es läuft immer noch ein bisschen weiter, aber im kleinen Rahmen. Das ist ja, um das nochmal zu ergänzen, wir werden ja immer blinder. Also in früheren Generationen, die haben jeden Nacht, also wenn zumindest das Wetter gut war, den Nachthimmel gesehen. Die wussten immer ihre kosmische Umgebung. Die haben nachts immer weit geschaut. Und tagsüber gucken wir eigentlich nur sozusagen hier bis in unser Sonnensystem. Nachts gucken wir weit. Und heute in der Stadt sehen wir den Nachthimmel gar nicht mehr. Das heißt, dieses Gefühl verlieren wir auch für die Größe und die Erhabenheit und die Weite. Und dann kommt dann tatsächlich ein amerikanischer Billionär daher, Elon Musk. Und dann kann ich so viel dunkle Parks da deklarieren hier auf der Erde. Der fliegt da einfach drüber und ich sehe nur noch Satelliten mit der Zeit. Also ist jetzt schon kaum noch möglich, egal wo man ist auf der Welt, nicht dauernd irgendwie auch Satelliten zu sehen, die da oben sind. Und das wird immer mehr. Und auch da werden wir blinder und blinder in Zukunft. Und das finde ich schon auch ein Verlust einer Jahrtausende alten Kulturlandschaft, ja, Naturlandschaft eigentlich einfach. Ja, und es zeigt einmal mehr, wie Himmel und Erde auch zusammenhängen. Ja, nicht? Genau. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und dieses Blinderwerden, das finde ich auch so symptomatisch für unsere Zeit, dass wir es gar nicht mehr schaffen, eben in den Himmel zu schauen. Also nicht nur physisch, sondern eben auch vielleicht auch theologisch und spirituell, dass wir einfach immer nur noch auf das Hier und Jetzt schauen und uns die Zeit gar nicht mehr nehmen. Spannend. Da habe ich jetzt einen kleinen Werbeblock. Ich habe eine wunderschöne Perspektivensendung mit André Galli gemacht, der auch mit dabei ist in dem Projekt zur Nachhaltigkeit des Alls.
ein junger Astrophysiker, und der hat mit mir einen Nachtspaziergang gemacht hier in der Umgebung von Bern. Und da haben wir eben auch den Himmel suchen müssen, aber wir haben ihn gefunden. Sehr schön. Und das empfehle ich. Das ist wirklich eine tolle Sache. Der bietet solche Nachtwanderungen an, wo man sich mit ihm, dem Astrophysiker, den Himmel anschauen kann selber. Dann sieht man auch die Problematik, die damit zusammenhängt. Sie sind beide in der Vermittlung. Auch Andreas Losch, Sie sind ja auch noch Pfarrer, reformierter Pfarrer hier in der Nähe von Thun, eben an der Universität mit jungen Leuten zusammen. Sie sowieso. Was ist die Message, die davon ausgehen sollte? Also was ist eure Botschaft diesbezüglich? Mit der Nachhaltigkeit und dem Himmel. Naja, also erstmal, der Himmel gehört uns allen. Und das ist etwas, das eigentlich alle Menschen auf der Welt miteinander verbindet. Und den dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und mein Aufruf ist eigentlich immer, schaut in den Himmel. Das schreibe ich auch gerne in die Bücher rein, wenn ich signiere. Ja? Schaut nach oben. Und lasst euch dadurch auch ein Stück verändern durch den Blick in den Himmel. Und das meine ich eben in jeglicher Hinsicht, durch den natürlichen Himmel und vielleicht auch durch den geistlichen Himmel. Wie sehr hat sie die Arbeit verändert, also in ihrer Weltsicht oder ihrem Glauben oder ihrer Sicht auf die Menschen nach so vielen Jahren? Ich habe vielleicht auch, sagen wir mal, die Schönheit der Naturgesetze und auch vielleicht auch die Einheit von Schöpfung und Naturgesetzen zu schätzen gelernt. So, also für mich, was ich immer sage, für mich ist eben auch jetzt als Christ, Naturgesetz ist auch Wort Gottes. Ja? Und wenn jetzt was passiert aufgrund von Naturgesetzen, ist das nichts, was irgendwie nichts mit dem Schöpfer zu tun hat, sondern das ist Teil der gesamten Schöpfungsordnung. Und ich lerne auch etwas über den Ursprung von allem. Zum Beispiel eines der grundlegenden Erfahrungen oder Annahmen und Glaubenssätze der Naturwissenschaftler ist, dass es eine Konstanz gibt, die Konstanz der Naturgesetze, eine Ordnung. Es ist nicht so, dass morgen das Gravitationsgesetz nicht mehr gilt. Ja, das Gesetz gilt jetzt, es gilt morgen, es galt damals. Und es wäre überhaupt keine Möglichkeit zur Naturwissenschaft und auch gar keine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht weiß, welche Gesetze gelten, ja, und wenn morgen das Gravitationsgesetz nicht gilt, ja, dann kann ich mein Leben nicht mehr gestalten, ja, weil dann fliege ich ins All oder ich kann keine Häuser bauen oder die stürzen ein oder sowas. Ja. Also diese Verlässlichkeit spricht auch von der Verlässlichkeit des Schöpfers. Und da sind eigentlich Naturwissenschaft und zumindest christlicher Glaube sehr nah beieinander in ihren Grundannahmen. Ja. Und wie vermitteln Sie es? Also für mich, ich würd das dann mal theologisch formulieren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es. Das Bild, das damit verbunden ist, ist natürlich jetzt nicht nur der Planet Erde, wie das so, wir haben das so im Kopf, weil bei Weihnachten 68 hat ja die Apollo-Crew das so mit dem Schöpfungstext verbunden, dass sie das Bild von der Erde auch vom Mond aus gesendet hat. Aber wenn Gott Himmel und Erde schuf und wir die Schöpfung bewahren sollen, was mir sehr wichtig ist, was ja aus dem Weltrat der Kirchen hervorgegangen, diese Idee, dass wir auch die Schöpfung bewahren müssen, so schwierig der Begriff ist und das kann man alles diskutieren, aber die Idee ist wichtig. Zur Schöpfung gehört auch der Himmel und das wird gerne nicht berücksichtigt. Das wird vergessen in der Diskussion, dass wo immer der Mensch sich hinbewegt, und wir müssen uns in den Himmel bewegen, so ganz langfristig, wenn wir länger überleben wollen, dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir das noch können. Ja. Und wie konkret ist jetzt Ihr Projekt an der Universität Bern? Gibt es da irgend schon ein Beispiel? Also auf was wollt ihr da hinaus, um das mehr das Sicherheit zu erreichen? Wir wollen halt überhaupt diese Diskussion, dass man darüber nachdenkt, anstößen. Das ist eine Art Think Tank. Es ist ja nicht sehr groß, aber wir haben es schon geschafft, zum Beispiel, dass halt die Weltraumforschungsorganisation, die älteste, die es gibt, COSPA, darüber nachdenkt und 2 Panels eingerichtet hat in der diesjährigen Tagung zu diesem Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Und das ist inzwischen ist es sowieso in den Weltraumkonferenzen ein sehr großes Thema. Aber wir haben halt mit dazu beigetragen, dass es überhaupt aufgenommen wurde und diskutiert wird. Und die Arbeit müssen halt ihr und eure Leute machen, bei dem, wie das umgesetzt wird.
in der Forschung, in den Naja, ich als Wissenschaftler kann keinem amerikanischen Milliardär vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Die machen, was sie wollen. Naja, es gibt ja schon die Regulierungsbehörden. Genau, nicht? und das ist eine Aufgabe von Regulierungsbehörden, internationalen Absprachen und so weiter. Und das wird ein Thema, was uns in Zukunft auch beschäftigen wird. Ja. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, um noch so 2, 3 Fragen von Ihnen und euch hineinzunehmen. Nachher wird es aber auch noch ein Apero geben, auch spendiert von der Bibelgesellschaft und von der Uni Bern, vom Projekt vom Herrn Losch. Und da wird es auch noch Gelegenheit geben, mit Herrn Falke ins Gespräch zu kommen und mit allen auch. Einfach, dass Sie das schon wissen. Er rennt nicht gleich weg und fliegt nicht gleich weg, sondern ich reise mit der Bahn. Reist sogar mit der Bahn. Obwohl es die deutsche ist. Und bei der deutschen dauert das. Das heißt, wir haben ihn ein bisschen, das heißt, bleiben Sie unbedingt nachher dann noch da und dann kann man sich dann auch noch austauschen. Jetzt die Dame, bitte. Ja, ich habe eine Frage und zwar würde mich interessieren, sehr konkret, Sie haben ja vorhin von der Biegung von Licht gesprochen und letztendlich auch Zeit, weil Licht und auch Zeit alles in Wellen kommt. Und dass sie sich an dieser Kreuzung oder an diese Biegung zum schwarzen Loch einfach verzerrt und verlängert. Wie können wir das oder wie können wir das vielleicht auch plausibel und gut jetzt aus Ihrem christlichen Glauben erklären, auf die Schöpfungsgeschichte gerichtet? Ja, es ist eine interessante Frage. Die Frage, wie kann man jetzt sozusagen dieses Konzept von Licht und Lichtkrümmung und so, wie kann man das jetzt auch mit Schöpfungsgeschichte verbinden? Es gibt da 2 Punkte, die ich antippe, aber die ich interessant finde. Wenn man guckt, was ist das Erste, was passiert in der Schöpfungsgeschichte? Eigentlich das Zweite, was passiert. Aber das Erste, was geschaffen wird, ist Licht. Das Erste, was da ist, ist Licht. Und das finde ich ganz interessant. Und zwar bevor die Sonne entsteht. Die Sonne kommt ja erst am 4. Tag. Das hat auch theologische Gründe, warum die am 4. Tag kommt, aber das Licht ist sozusagen am Anfang. Und aus der Schöpfung des Lichts entsteht der erste Tag. Also entsteht eigentlich Zeit. Ich meine, das ist vielleicht eine Überinterpretation, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch eine ganz andere Erklärung, aber ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. Und übrigens, bevor das Licht entsteht, spricht Gott. Also es braucht, also erst das Sprechen Gottes ist das Erste. Es sind sozusagen auch wenn jemand mal sagt, Naturgesetze, also ich habe erst sozusagen das Gesetz, das sozusagen das Licht beschreibt und dann entsteht Licht und dann entsteht Zeit. Und der menschliche Tag entsteht ja erst am 4. Steht ja explizit drin in der Schöpfungsgeschichte am 4. Tag, dann die Sterne und die Lichter am Himmel. Was? Sogar die Funzeln. Die Funzel, ja, das ist auch eine bewusste Herabsetzung der Sterne, die eben keine Götter sind, sondern sind einfach nur Funzeln. Aber die kann man eben untersuchen. Ja, deswegen können wir Lichter untersuchen. Und explizit, sie geben uns die Zeit. Also das ist ja heute noch so, dass Erde, Mond und Sonne unsere Zeit definieren, den heutigen Tag, das Jahr und den Monat. Ich möchte Sie gerne fragen, nach Ihrem wunderbaren Referat, was ist jenseits des schwarzen Loches? Die zweite Frage, eine persönliche, warum sind Sie gläubig? Wegen Ihrem Wissen oder trotz Ihrem Wissen? Erste Frage, wenn ich das wüsste, was da drin ist, dann hätte ich schon mehrere Nobelpreise, glaube ich. Das ist tatsächlich eine Physik, die jenseits unseres heutigen Wissens ist. Und es ist abgeschlossen. Wie ich mir das Innere vorstelle, ist, dass die ganze Materie eigentlich keine Materie mehr ist. Sie kann keine Materie mehr sein. Sie ist letztlich reine Energie, reine Raumzeitkrümmung. Aber was das de facto bedeutet, weiß ich nicht. Und warum bin ich zum Glauben gekommen? Das war für mich auch wegen meines Wissens, würde ich sagen, auch wegen meines Nachfragens. Ich habe immer gefragt, was kommt eigentlich dahinter? Was kommt hinter dem Himmel und was war vor dem Himmel? Und dieses Durchfragen. Und am Ende landet man dann doch immer wieder bei Gott. Und dann ist die Frage nicht mehr, ob es einen Gott gibt, sondern was oder wer ist Gott? Ja, also es muss irgendeinen Anfang gegeben haben, aber ist dieses etwas Unpersönliches, etwas Totes? Oder ist es jemand mit einer Bedeutung und einem Plan oder eben einem Sprechen?
Und das ist dann eine persönliche Entscheidung, ein Erlebnis, was für mich an einem bestimmten Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, Gott ist jemand und Gott ist Liebe. Und nicht nur etwas, das weit weg ist, nicht nur ein philosophisches Konstrukt. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber eigentlich erleben und treffen muss, die ich nicht beweisen kann. Auch nicht muss? Und auch nicht muss, genau. Und das erzähle ich auch mal ganz gerne, ich bin dann irgendwann, diese Frage ist mir oft gestellt worden von Journalisten, als ich meinen ersten Preis bekommen habe in Holland, dann wurde ich dauernd gefragt, ja, haben Sie kein Problem mit Glauben und Wissenschaft? Nö, hatte ich irgendwie noch nie, hatte ich wirklich noch nie. Und beim 10. Mal, der fragt dann, okay, vielleicht habe ich ja doch ein Problem. Und dann fragte mich eine Journalistin, die wollte, also, wie kannst du mir denn deinen Glauben beweisen? Wie kannst du denn so sicher sein? Und da habe ich gemerkt, ich kann es nicht beweisen. Es ist ein Ja, das ich zu Gott gesprochen habe und das Gott zu mir gesprochen hat. Das ist ein seidener Faden, aber der hält seit vielen Jahrzehnten. Und wenn es einen Beweis gäbe, hätte ich auch keine Glaubensfreiheit mehr. Ja, dann könnte ich auch, dann wäre ich ja nur noch Marionette. Und deswegen bin ich ganz dankbar über diesen seidenen Faden, der mich hält. Das sind 2 verschiedene Sprachen auch. Ja, genau. Der Herr noch? Ja. Ich möchte noch auf den Punkt kommen, der Planet Erde ist bis jetzt der einzige Planet, wo Leben ist. Was sagen Sie, wie ist dieser Planet entstanden mit einer Atmosphäre, mit allem drumherum, damit Gott uns Menschen geschaffen, die ganze Natur, Fische und so weiter, und dass das alles funktioniert perfekt. Wie ist das möglich? Was sagen Sie dazu als bekennender Christ? Das ist mein nächstes Buch, an dem ich gerade schreibe. Gerade wie die Erde entstanden ist, da bin ich gerade angekommen. Es ist ein langer Prozess. Nein, aber es ist für mich wunderbarer geworden tatsächlich. Also ich glaube schon, dass also jetzt biblisch ist, Gott spricht und etwas passiert. Und für mich ist das Sprechen eben auch ein Naturgesetze sprechen, eine Ordnung. So, und ich glaube, dass aufgrund dieser Ordnung, aufgrund dieser Naturgesetze die Erde entstanden ist und wir können diese Prozesse auch nachvollziehen. Am Ende hat sich Leben entwickelt, ist der Mensch entstanden. Dass das, wie Sie sagen, dass das funktioniert, aufgrund dieser ganz wenigen Naturgesetze. Das sind ja wirklich nur ganz letztlich, also das werden Sie nicht glauben, nach Ihrem Physikunterricht, aber am Ende sind es nur ganz wenige einfache Naturgesetze, einfache Gleichungen, die da stehen. Und aus diesen einfachen Worten entsteht ein so komplexes, wunderbares Leben wie das hier. Dadurch ist für mich, und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, das Wunder eigentlich noch mal größer geworden. Ja, also dieses sozusagen, da spricht jemand, und am Ende entsteht sowas Wunderbares. Also je mehr Sie wussten, desto mehr... Desto größer wird das Wunder. Ja, also ich weiß zwar mehr, aber es wird dadurch letztlich wunderbarer. Mhm. Wir haben ein Apero und der Herr da ist auch eingeladen zum Apero und der Herr Falke bleibt da und dann können wir das vertiefen. Weil es gibt immer Leute, die auf den Zug springen und die sich da nicht trauen, wegzurennen, wenn da noch geredet wird. Gell? Drum. Ich weise nur schnell auf die nächsten Veranstaltungen von Mehr als Sternenstaub hin. Da geht es nämlich um Evolution und Schöpfung. Kommen Sie bitte wieder am 31.10., Internationaler Reformationstag ist es, der 31.10. auch hier. Da geht es genau im Dialog mit Biologinnen und Biologen um das Thema. Und im nächsten Jahr, das ist dann die 3. Folge unserer Serie, unserer neuen Mehr als Sternenstaub-Reihe, gibt es eine Seele. Vielleicht kommen Sie dann ja wieder, interessiert Sie das? Das ist Christina aus der Au, die ist habilitierte Theologin und Kirchenpräsidentin im Thurgau. Und eine ganz flotte, sie fährt immer mit Rollerblades rum. Ach so, okay, sehr gut. Ja. Ich kenne sie gut. So, und Ihr Feedback ist auch gefragt. Es gibt es teilweise als Zettel, den Sie ausfüllen können, ganz klassisch. Aber wir sind natürlich ganz online unterwegs. Sie können jetzt auch den Code scannen, wenn Sie möchten.
möchten und uns Anregungen geben zu diesem Mal und auch mehr erfahren über das nächste Mal. Und deswegen steht da jetzt auch der Andreas Losch auch, weil der ist der den Apero springen lässt. Das bin ja nicht ich. Und deswegen lädt er uns jetzt dazu ein. Ich befürchte, er hat noch mehr vor. Noch mehr vor. Ja, bevor wir zum Apero übergehen, dem kleinen Apero oder dem schönen Büchertisch, ein Dank an Sie beide, an euch beide darf ich ja eigentlich sagen, nicht? Erstmal an Heino, an dich für deinen wunderbaren Vortrag und deine Es hat persönliche... einen Applaus verdient, finde ich. Und dass du bereit warst, auf deinem kurzen Trip in die Schweiz hier in Bern Station zu machen. Das war Lohnt sich immer, nach Bern zu kommen. Gerne wieder, gerne wieder. Und Judith, dir herzlichen Dank für deine tolle Moderation und auch dir ein kleines... Das ist aber schwer. Da ist schwarzes Loch drin. Große Dichte. Danke. Ja, wir freuen uns wirklich über Ihr Feedback. Also draußen am Ausgang liegen Zettel oder halt über diesen QR-Code, der auf eine Webseite führt. Wir bedanken uns, dass Sie da waren und gerne im Oktober wieder. Einen schönen Abend.